Ich fahre liebend gern Motorrad. Ich stehe total drauf, am Motorrad zu schrauben. Und ich liebe es, diese Videos zu drehen. Aber wenn es eine Sache gibt, die ich absolut nicht ausstehen kann, dann ist es Putzen, fragt Anna. Deswegen bin ich auch so froh darüber, das hier zugeschickt bekommen zu haben. Denn das soll dafür sorgen, dass ich nicht mehr so viel putzen muss. Wenn man Handlex bei uns nicht kennt, ist das gar nicht so verwunderlich. Das ist nämlich eine baltische Firma, die seit kurzem erst auf dem europäischen Markt ihre Produkte anbietet. Und ich bin ja immer ein Freund davon, wenn ein neuer Player so in das Spiel mit reinkommt, weil Konkurrenz belebt den Wettbewerb und naja, der am Ende gewinnt, ist halt immer der Endkunde. Wir gehen jetzt mal in die Garage, tragen die Mittelchen auf einer Seite auf und dann gibt es einen Härtetest. Also los! So, die eine Seite haben wir behandelt, die Seite bleibt unbehandelt, damit wir den Vorher-Nachher-Vergleich haben. Und jetzt gehen wir hoch und kümmern uns um die Klamotten. Ich habe das komplette Motorrad auf der linken Seite eingesprüht für den Vorher-Nachher-Vergleich und wollte das gleiche mit der Hose machen, aber das ist das rechte Hosenbein. Die haben mir auch dieses Anti-Nebel, Anti-Beschlagzeug geschickt. Ich will aber keine Experimente mit meiner Fähigkeit zu sehen unterwegs machen, deswegen kommt es nur auf die Sonnenbrille oder das Sonnenvisier, weil wenn die Sonne mir zu stark scheint, halte ich sowieso meistens den Kopf einfach unten. So kann ich es testen, ohne mich selber bei der Fahrt in Gefahr zu bringen. So, alles ist vorbereitet. Jetzt heißt es nur noch Sachen packen und morgen geht es dann zum Real-Life-Härtetest, zum Offroad-Training, was es in einem anderen Video gibt. Aber nach dem Training schauen wir uns dann mal an, was das Zeug so gebracht hat. Wer das Video hier zum Offroad-Training noch nicht gesehen hat, sollte es auf jeden Fall schauen. Ich verlinke es euch am Ende. Es lohnt sich nämlich absolut. Ihr müsst das gesehen haben. Wirklich gut. Wir gehen jetzt mal runter in die Garage und schauen uns mal das Motorrad an und machen mal eine Bestandsaufnahme. Leider war bei dem Training nicht so viel Schlamm wie erhofft. Was aber nichts macht, sie ist nämlich trotzdem dreckig geworden. Und deswegen fahren wir jetzt mal in die Waschbox, sprühen sie mit Wasser ab und schauen, was die Mittelchen so gebracht haben. So, es ist jetzt ein Tag vergangen und nachdem das Ganze getrocknet ist, schauen wir mal, was es gebracht hat. Das, wo man einen richtigen Unterschied sieht, ist hier an diesen Kunststoffteilen, auch an der Verkleidung, wo der Lack drauf ist. Und was mir besonders aufgefallen ist, als ich das Motorrad abgesprüht habe, dass der Dreck im Grunde genommen einfach weggespült wurde. Das heißt, man musste nicht irgendwie nochmal nachgehen oder sonst irgendwas. Und da hätte eigentlich auch der Gartenschlauch gereicht. Und hier sieht man es besonders gut. Nämlich da, wo es behandelt wurde, ist alles noch schön sauber und glatt, während hier noch überall so ein bisschen Reste sind. Aber das sieht man auch nur, wenn man näher rangeht. Also die einzigen Rückstände, die wirklich geblieben sind, sind jetzt Wasserflecken. Während die unbehandelte Seite, ja, noch ein bisschen Dreck hat. Und Lackversiegeln ist jetzt natürlich keine besonders große Kunst. Wo es mich aber ein bisschen erstaunt hat,
ist hier am Kardan. Da habe ich nämlich das Metall behandelt und auch da ist einfach der Dreck quasi abgeperlt. Und auch beim Fahren habe ich gemerkt, dass sobald ich irgendwie durch eine Pfütze oder sowas mal gefahren bin oder Schlamm irgendwo hängen hatte, dass der nicht besonders gut kleben geblieben ist, während auf der anderen Seite das ja nicht so aussah. Wo man auch sieht, dass es echt gut funktioniert, ist hier an den Kunststoffteilen. Da habe ich den Kunststoffauffrischer benutzt, aber nur auf der einen Seite auch. Da, wo ich ihn benutzt habe, ist es nur mit dem Absprühen vom Hochdruckreiniger sauber geworden, auf der anderen Seite nicht. Also auch ganz cool. Das einzig Blöde ist, dass ich jetzt ein halb sauberes und halb dreckiges Motorrad habe. Aber zum Glück habe ich ja noch was von dem Mittelchen und was man nicht alles für so ein Video tut. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Keramikbeschichtung und der Kunststoffauffrischer sehr gut funktionieren, super leicht sind aufzutragen und das Allerwichtigste, ich muss weniger putzen. Das Anti-Beschlagzeug hat auch gut funktioniert. Da will ich aber noch ein paar Langzeiterfahrungen vorher machen, bevor ich da wirklich mehr zu sage. Und bei der Schuh- und Klamottenimprägnierung, die haben auch beide gut funktioniert und haben vor allem wegen dem Hochdruckreiniger standgehalten, was es aber auch super einfach gemacht hat, die Klamotten sauber zu kriegen, indem man einfach den Hochdruckreiniger mal schnell drüber hält. Aber auch da will ich vorher noch ein paar Langzeiterfahrungen mitmachen, um zu gucken, ob das Zeug sich einfach auswäscht, nachdem man einmal in Kontakt mit Wasser gekommen ist. Deswegen wird es da auch später noch ein Video zu eben genau diesen Sachen geben. Und ansonsten findet ihr auch die Links zu den Produkten unten in der Videobeschreibung, falls ihr genauso putzfaul seid wie ich oder es selber mal austesten wollt. Und wie versprochen findet ihr genau da den Link zum Offroad-Training. Also bis zum nächsten Mal, haut rein!